Herzlich willkommen bei Deep Talk. Wir freuen uns, mit dir gemeinsam Gott besser kennenzulernen und uns durch Predigten und Interviews von ihm mehr und mehr verändern zu lassen und ein Leben zu führen, das sich lohnt, ein Leben zu Gottes Ehre. Unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Sei dabei und lass dich herausfordern. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Tina und wie du es dir denken kannst, ich bin nicht allein im Studio. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Es gab schon mal eine Deep Talk-Folge mit einer Predigt von ihm, aber heute ist er live und erzählt was aus seinem Leben. Wer das ist, das verraten wir jetzt. Michael, willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Und ja, stell dich doch gerne mal selber ein bisschen genauer vor. Ja, Michael Happle ist mein Name. Ich bin 66 Jahre alt, bin seit knapp 40 Jahren verheiratet. Wir haben 2 erwachsene verheiratete Kinder. Und seit ungefähr 40 Jahren bin ich im hauptamtlichen Dienst der Verkündigung des Wortes Gottes tätig. Und diese Woche hier in Detmold. Ja, sehr, sehr gut. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Eine erste Veranstaltung hatten wir gestern schon und ja, ich fand es auf jeden Fall segensreich. Was du uns noch nicht verraten hast, du bist mittlerweile auch schon Opa geworden. Wann war das denn so und wie fühlt sich das so an? Tatsächlich, ich bin seit 14 Jahren Opa. Wir haben inzwischen 6 Enkel. Die jüngste ist 2 Jahre alt. Der erste Enkel wurde geboren gerade an dem Tag, an dem ich für 2 Wochen in die USA reisen musste. In dem Fall dann musste, weil ich ihn 14 Tage nicht sehen konnte, denn ich war in Amerika. Oh. Und das war ein bisschen hart, aber es war jedes Mal toll. Unsere Tochter bzw. Schwiegertochter haben ganz tolle Methoden, uns als Großeltern das nahezubringen, dass ein Baby unterwegs ist. War immer ein Fest und ich bin immer wie ein Flummi durch die Wohnung gesprungen und habe mich riesig gefreut. Cool, ja, sehr schön, das freut mich. Wie war es denn mit deiner Frau? Also wie hast du sie kennengelernt damals? Wie habt ihr euch ineinander verliebt oder wie lief das? Wir haben uns tatsächlich in der Schweiz kennengelernt. Wir haben beide eine 3-jährige vollzeitliche sogenannte Missionsausbildung gemacht. Das war eine besondere Art der Bibelschule. Damals hatten wir aber beide Gedanken jeweils an jemand anders, aber nur Gedanken. Und an einem Abend, als ich Dorothee, so heißt meine Frau, begegnet bin nach einem Urlaub, da hat es mich voll getroffen. Ich war wirklich in Flammen. Aber ich habe mich selbst gerügt, denn ich hatte die anderen Gedanken gerade eben abgelegt und schon wieder neue, das wollte ich nicht mal mir gestatten, aber es war unaufhaltsam. Nur in den 3 Jahren war es damals verboten, eine Beziehung zu beginnen, so blieb uns nichts anderes übrig, als zu beten, um Gottes Führung und geduldig abzuwarten, bis die 3 Jahre zu Ende waren. Und dann habe ich aber keinen Tag verstreichen lassen. Am ersten Tag nach Ende meiner Ausbildung hatte sie meinen ersten Brief. Ja, und diese Zeit war wichtig, um durch viel Gebet und Nachdenken auch manchen Ratschlag von Menschen, die uns beiden kannten, Klarheit zu gewinnen und vor allen Dingen von Gott her zu wissen, das ist genau die Frau, die er mir an die Seite stellen will. Und das war dann alles Warten wert. Sehr schön. War das dann von deiner Seite in diesen 3 Jahren das Gebet oder hat sie in der Zeit auch schon Gedanken dann an dich gehabt? Nun ja, sie wusste zwar, dass wir keine Beziehung beginnen dürfen, aber es war für sie unübersehbar, dass ich ein gewisses Interesse hatte. Das hat sie natürlich zum Nachdenken gebracht und dann hat sie natürlich auch darum gebetet. Und interessant war für uns, dass wir völlig unabhängig voneinander das gleiche Gebet als Zeichen beteten, nämlich, dass Gott den jeweils anderen völlig unabhängig voneinander in die gleiche Arbeit führen sollte. Und das hat sich tatsächlich erfüllt und das war dann so das, wie man sagt, Tüpfelchen auf dem i, dass wir wussten, hier ist ein anderer am Werk, der uns zusammenführt. Unglaublich. Welche Arbeit war das dann? Wir sollten beide in eine Gemeindeaufbauarbeit gehen nach Stuttgart. Da gab es einen kleinen Kreis, in dem meine spätere Frau tatsächlich selber aufgewachsen war mit ihrer Familie. Und das sollte weiterentwickelt werden jetzt durch jüngere Menschen.
Und ja, da war sie schon tätig und ich wurde dazu gerufen als künftiger Prediger. Und natürlich hofften manche, dass vielleicht aus uns was werden würde. Und naja, das ist ja dann so gekommen. Ja, genau. Wunderbar. Ja, jetzt seid ihr schon lange verheiratet. Schön. Mhm. Du hast uns schon verraten, dass du Themenvorträge hältst und du bist quasi auch Evangelist. Was macht man denn so als Evangelist? Was ist man dann? Ja, jeder Evangelist hat seine besondere Art der Begabung. Ich bin zum Beispiel ganz schwach im Ansprechen von fremden Menschen auf der Straße oder sonst in einem Gespräch am Tisch einfach vom Alltag auf Jesus und die Rettung zu sprechen zu kommen. Es fällt mir unglaublich schwer. Mein Beitrag der Evangelisation ist vor allen Dingen die evangelistische Verkündigung, also die Predigt während einer Themenreihe oder einem einzelnen Abend. Und was ich in früheren Jahren öfter gemacht habe, dann in kleinen Bibelkursen, die Menschen helfen soll, Jesus kennenzulernen und sich ihm anzuvertrauen. Und dazu gehört natürlich auch dann das Gespräch. Das, glaube ich, ist eher so meine Begabung, mit einem Menschen zu sprechen und ihn dann anzuleiten, ihm Mut zu machen, seine Fragen zu beantworten und ihn zu begleiten, dass er sein Leben Jesus anvertraut. So, aber die Hauptsache ist dann eben, ich werde eingeladen von einer Gemeinde wie jetzt in dieser Woche, um meinen Part zu bringen, das ist die Verkündigung und auch die seelsorgerlichen Gespräche hinterher. Mhm. Ja, du bist ja auch nicht nur im deutschen Raum oder in Deutschland unterwegs, sondern auch, wie du schon berichtet hast, du warst mal in den USA. Wo warst du noch so unterwegs? Also mein Dienst, den ich jetzt seit 40 Jahren tue, ist hauptsächlich im Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz, also in den deutschsprachigen europäischen Ländern. Und ich bin aber in den letzten 30, 35 Jahren sehr viel unterwegs gewesen, von Südamerika über Afrika, Nahe Osten bis nach Fernosten, aber da hauptsächlich, um Missionare zu besuchen, schwerpunktmäßig, die aus unserer Gemeinde ausgesandt waren, um sie in ihren Einsatzländern zu besuchen, die Arbeit kennenzulernen, natürlich dort auch Predigtdienste zu machen, manchmal auch eine Evangelisation, so, aber der Hauptzweck war dann immer, die Missionare zu besuchen, zu hören, wie geht es euch, wo sind eure Herausforderungen, ja, so. Das waren die Reisen, die mich aus Europa herausgeführt haben. Okay, ja, aber eine sehr wichtige Aufgabe, ne? Die dürfen da nicht vergessen werden, so die Missionare. Nein, sondern, auf gar keinen Fall. Ja, sehr, sehr gut. Wie wirst du denn finanziert? Also, wo bist du angestellt? Wie bist du angestellt? Ja. Wie machst du das? Ich war 37 Jahre Pastor einer Gemeinde in Stuttgart mit dem Namen Evangelium für alle. Diese Gemeinde wiederum gehört zu einem Netzwerk von etwa 20 Gemeinden, schwerpunktmäßig im süddeutschen Raum, sind eigenständige Gemeinden, die aber eng zusammenarbeiten. Und ich war von diesem Netzwerk angestellt, um die meiste Zeit, 50% meiner Arbeitszeit für die örtliche Gemeinde in Stuttgart einzusetzen und die andere Zeit für den Dienst in anderen Gemeinden, der Beratung, für Bibeltage, für Evangelisationen, für die Leitung eines christlichen Gästehauses in der Schweiz. So, das war so ungefähr meine Tätigkeit. Das ist es auch heute noch. Ich bin im Moment immer noch angestellt bei diesem Netzwerk und mache von daher diese Arbeit weiter, aber eben nicht mehr den Dienst eines Pastors in Stuttgart. Mhm. Warum hast du denn irgendwann gedacht, ich werde Evangelist? Also, wie läuft sowas? Also, man muss vielleicht zwei Dinge voneinander trennen. Ich wusste irgendwann durch bestimmte Umstände, Gott hat mich in den vollzeitlichen Dienst gerufen und hat mich aus meinem Traumberuf als Bankkaufmann herausgeführt, um mich ganz der Verkündigung des Wortes Gottes zu widmen. Und evangelistische Tätigkeit kam so ganz langsam. Einmal in der eigenen Gemeinde, dass wir einzelne Themenabende organisiert haben. Und mit der Zeit kamen dann Einladungen von Gemeinden, die ganze Wochen, manchmal auch 10 Tage am Stück evangelisiert haben und mich gefragt haben, ob ich als Redner zur Verfügung stehen würde. Da bin ich so hineingewachsen. Das habe ich nicht gesucht. Das hat sich einfach so entwickelt, ja. Und so halte ich im Jahr zwischen 5 und 7 Evangelisationswochen im Jahr. Du hast uns verraten, Bankkaufmann war dein Traumberuf.
Warst du sehr wehleidig, als es dann wegging oder vermisst du es jetzt noch manchmal? Oder? Nein, ich war nicht wehleidig, wobei Gott sehr nachdrücklich an mir arbeiten musste, dass ich das wirklich loslasse und mich der anderen Aufgabe widme. Ich gehe bis heute gerne in ein Bankgebäude und habe gerne mit den Leuten zu tun. Deswegen gefällt mir das mit Online-Banking eigentlich gar nicht so sehr, weil man dazu auf keine Bank muss. Aber ich habe den Beruf nie wieder vermisst. Aber was ich gelernt habe, sowohl die administrativen Tätigkeiten, der Umgang mit dem Kunden, das Gespür für Geld und auch diese Angelegenheiten, das hat mir sehr geholfen über die Jahrzehnte, weil administrative Aufgaben eben auch zu meinem Spektrum gehören. Und wenn man da eine gewisse Sicherheit oder wenigstens keine Berührungsängste hat, ist das sehr, sehr hilfreich. Aber wehleidig auf gar keinen Fall, denn ich habe den ehrenwertesten Beruf, den ich mir vorstellen könnte. Wunderbar und auch spannend, wie Gott das so führt, ne, und vorbereitet, diese Wege, wie du es dann auch dann später gebrauchen konntest. Ganz Herrlich. genau. Ja, du hast uns gestern verraten in deinem Themenvortrag, was dein Lebensmotto ist. Magst du es nochmal wiederholen für die Zuhörer? Ja, irgendwann habe ich durch die Beschäftigung mit dem Allem gesagt, mein Thema ist, mein Leben ist ein Dankeschön für Golgatha. Das, was Jesus getan hat für mich, um mich zu retten, mich mit dem Vater zu versöhnen, mir einen Platz im Himmel zu bereiten, darauf will ich eine Antwort geben, vielleicht nach dem Wort, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist, was mein Antrieb ist, mein ganzes Leben. Und deswegen ist die Freude auch nicht dauerhaft gewichen. Ja, und dieses Motto oder auch, dass du als Evangelist unterwegs bist, das hat ja die Voraussetzung, dass du diese Beziehung zu Jesus überhaupt eingegangen bist. Und da hast du ja eine super bewegende Geschichte. Bitte erzähl uns auch ein bisschen mehr darüber. Meine Eltern waren keine Christen und leider war es so, dass ich zum einen das einzige Kind aus dieser Ehe blieb, mein Vater uns aber verlassen hat, als ich etwa 4 Jahre alt war. Er kam auch nie wieder zurück, sondern gründete eine neue Familie mit einer anderen Frau. Meine Mutter war völlig verzweifelt über diesem Erleben und durch gewisse Umstände hat sie sich entschlossen, das war Mitte der 60er Jahre so der Traum vieler junger Menschen, sie geht nach Amerika, nach USA, um ein neues Leben aufzubauen und mich dann nachzuholen. Ich blieb bei ihrer Mutter, meiner Großmutter, sie war eine Kriegerwitwe, alleine zurück. Was wir damals nicht dachten, war, dass wir uns 17 Jahre nicht mehr sehen würden. Sie ist in Drogen und Alkohol versunken und viele Jahre später hat Jesus sie gefunden. Sie wurde gerettet und befreit von all ihren Süchten und ein völlig neuer Mensch und dadurch kam der Kontakt auch wieder zustande und ich war 6, als sie ging und als ich knapp 23 war, konnten wir uns auf dem Flughafen Los Angeles zum ersten Mal wieder in die Arme nehmen, uns aussprechen, miteinander versöhnen. Und meine Großmutter starb ein paar Jahre, nachdem meine Mutter uns verlassen hatte. Und ich wuchs dann bei einer Großtante auf, die eine ledige Frau war, die Christin war, die mich mit dem Evangelium in Verbindung brachte. Und da habe ich Jesus kennengelernt und was das Leben mit ihm ausmacht. Wow. Und obwohl du diese Enttäuschung hattest, konntest du trotzdem Jesus dein Leben so anvertrauen? Oder wie hast du das so dann konkret erlebt? Ja, ich habe manchmal darüber nachgedacht und wurde auch manchmal gefragt, warst du nicht verbittert oder schwer traumatisiert oder sowas. Und sowas kann ich ja vielleicht in kleinen Ansätzen wahrnehmen in der Vergangenheit. Aber ich glaube einmal die vielen Gebete für mich, dann die liebevolle Umgebung von meiner Tante, einigen sehr wichtigen Verwandten und auch anderen Christen aus unserer Gemeinde, war eine ganz wichtige Hilfe, um ja einen gewissen Schutz und ja, mich zu tragen und ich glaube aber auch, dass mein Gemüt mir sehr hilft. Ich bin eher so das Glas ist bei mir immer halb voll und nicht halb leer. Ich bin eher so ein Sanguiniker, der das Leben grundsätzlich nicht ganz so schwer nimmt, von der mentalen Veranlagung her. All das zusammen hat sicherlich geholfen. Und für mich war es dann eines Tages ein direktes Ansprechen Gottes und wo es mir
eine Freude war, mein Leben ihm anzuvertrauen, weil ich wusste, da ist es in den besten Händen. Ja, auf jeden Fall. Das können die diesen Weg mit Jesus gehen, auf jeden Fall auch nachvollziehen. Sehr schön. Wie war das dann mit deinem Vater? Nachdem mein Vater uns verlassen hatte, um diese neue Familie zu gründen, er hatte dann 2 Kinder, hatte ich zunächst einige Jahre überhaupt gar nichts gehört von ihm. Aber als meine Großmutter starb, hat meine Großtante, die mich dann aufnahm, ihn kontaktiert und ihm gesagt, du, deine Ex-Schwiegermutter ist verstorben, du weißt, deine Ex-Frau ist in den USA, hier ist dein Sohn, kümmere dich um ihn. Das hat er in einer gewissen Hinsicht auch getan, indem ich glaube, alle 14 Tage den Sonntag bei ihm und seiner neuen Familie verbracht habe. Aber es gab nie so die ganz herzliche Beziehung, so wie es ein Junge sich mit seinem Vater wünscht. Das ist nie so entstanden. Im Gegenteil, als ich gerade eben 18 Jahre alt geworden war, gab es ein Gespräch, wo ich meinem Vater etwas sagen musste, was mich sehr verletzt hatte, von seiner Seite aus. Und er ist völlig ausgerastet und hat mich aus dem Haus geschmissen und mir nachgebrüllt, er wolle mich nie wiedersehen. Und das ist von seiner Seite auch passiert, denn ich habe ihn erst 5 Jahre später wiedergesehen, als er auf seinem Sterbebett lag und nicht mehr bei Bewusstsein war. Das war sehr, sehr tragisch, denn das war unmittelbar nach meiner Rückkehr vom ersten Besuch bei meiner Mutter. Sie hatte ich wiedergefunden und herzliche Beziehung gefunden, und wenige Tage nach meiner Rückkehr finde ich meinen Vater im Krankenhaus so, und wir konnten uns nicht mehr aussprechen. Das war natürlich sehr, sehr tragisch. Aber ich darf von Herzen sagen, ich habe an seinem Sterbebett ihm auch zugesprochen, ich liebe ihn und ich hätte ihm vergeben und ich habe für ihn gebetet, und so ist überhaupt keine Bitterkeit zurückgeblieben. Und wenn ich an meinen Vater denke, ist das völlig neutral und nicht belastet. Stark. Ja, ein bisschen ausführlicher hast du dein Lebenszeugnis auch noch erzählt bei Leben braucht Hoffnung. Und an dieser Stelle will ich einfach darauf verweisen. Wir werden das auch gerne verlinken. Da kann man es nochmal ausführlicher anhören, ansehen. Super spannend. Also würde ich auch gerne noch ein bisschen mehr drauf eingehen, aber muss ja da nicht unbedingt doppelt sein. Ja, dann würde ich ein bisschen noch auf den Dienst mehr zu sprechen kommen. Und zwar ist Dienst ja nicht immer nur so locker flockig, sage ich immer, sondern es gibt auch ab und zu Herausforderungen. Magst du uns da mal in bestimmte Herausforderungen mitnehmen? Ja, die sind über die Jahre sicherlich auch ein bisschen unterschiedlich geworden. Es gab, also was mich immer begleitet hat, war das Gefühl der Unzulänglichkeit. Ich fühle mich in der Aufgabe nicht gewachsen. Ich fühle mich überfordert. Ich habe Gott manchmal Vorschläge gemacht, wer die Arbeit an meiner Stelle meines Erachtens besser tun könnte, aber er war nie meiner Meinung. Ja, so bin ich in diesem Dienst geblieben. Das ist vielleicht auch gut so, weil man eine Abhängigkeit von Gott behält, und das hat auch sein Gutes. Natürlich gab es auch manchmal finanzielle Herausforderungen. Auf der Bank habe ich sicherlich ein anderes Einkommen gehabt. Da lernte man zu glauben für seine täglichen Bedürfnisse, so wie man es manchmal bei Georg Müller liest. So im kleinen Maßstab haben wir viele tolle Erfahrungen gemacht. Es gab gesundheitliche Probleme als Folge von Überlastung in vielerlei Hinsicht, sodass ich auch ab und zu mal ein paar Monate aussetzen musste, um mich wieder gut zu regenerieren. Und natürlich gab es im Dienst auch nicht nur Erfolgsstories. Man hat gesehen, dass Ehen zerbrochen sind, wo man sich bemüht hat, ihnen zu helfen, und seine Ohnmacht feststellte. Vielleicht war ich nicht der Richtige, um ihnen zu helfen, aber dann zu sehen, wie Ehepaare, die sich mal vor Gott die Treue versprochen hatten, einander spinnefeind werden und sich trennen, die Kinder darunter leiden, das sind Tiefpunkte. Oder eines Tages eine Frau, die es sowieso schon sehr schwer hatte mit ihrem Mann,
rief mich an und sagte, du, unser jüngstes Kind, ich glaube, es war damals das 7. oder 8. Kind, ist im Gartenteich im Alter von 2 Jahren ertrunken. Könntest du bitte die Beerdigung halten? Und das sind natürlich Dinge, die sind fürchterlich schwer. Oder Mitarbeiter, die ausscheiden mussten, weil sie schwere moralische Fehltritte begangen haben. Und sie dann entlassen zu müssen, da bricht einem das Herz. Das sind Dinge, die müssten nicht sein, aber sie gehören leider auch dazu. Und ja, das waren schwere Momente oder Spannungen, die in der Gemeinde vielleicht aufgetreten sind. Christen, die miteinander streiten, das sind Dinge, die möchte man nicht, aber sie passieren eben auch. Ja. Und dem muss man sich einfach stellen. Und irgendwie, ich weiß, eine Szene, die ist mir noch lebhaft in Erinnerung, da waren ein paar Männer, die hatten mir in einer gewissen Zeit fürchterlich zugesetzt, mich hart angegriffen, mich diskreditiert, im Internet Dinge über mich erzählt, die sie mit mir nie besprochen hatten. Und das hat mich so fertig gemacht, dass ich eines Tages, ich sehe mich noch, weiß noch genau, wo ich kniete morgens an meinem Sessel, an dem ich jeden Morgen Zeit vor Gott verbracht hatte, habe ich mein Herz ausgeschüttet, meine ganze Verzweiflung und Enttäuschung und den tiefen Schmerz ausgedrückt und wie fertig mich das macht. Und da war es mir auf einmal, als wäre Jesus direkt neben mir. Und es war mir, als hörte ich ihn, bitte jetzt nicht akustisch zu verstehen, als würde er in mein Herz hineinsprechen, ich bin bei dir. Diese 4 Worte, die waren auf einmal so lebendig in meinem Herzen. Und im nächsten Moment dachte ich, naja, wenn Jesus bei mir ist, so ein bisschen wie es im Psalm 27 steht, was sollen mir Menschen dann tun? Das gehört dann auch dazu, Gottes Trost und Hilfe zu erleben, ihm nahe zu kommen. Das lernt man, wohl auch nur durch Schwierigkeiten. Ja, unglaublich. Willst du auch noch ein bisschen genauer darauf eingehen, über diese Phase der Überlastung, wie du das so erlebt hast? Zum ersten Mal habe ich das mal Anfang 30 erlebt. Das war fast ein bisschen humorvoll. Ich war so als junger Mann mit voller Energie, bestimmt auch mit einer guten Portion Selbstüberzeugung in meinen Dienst gestartet und gedacht, ich reiß die Welt ein mit vollem Elan. Ich hatte furchtbar viel Energie und noch viel mehr Ideen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, mir geht langsam ein bisschen die Puste aus. Und da war eine Missionsgebetsfreizeit. Da wurde ich eingeladen, um eine Bibelarbeit zu halten. Und da durfte ich auch meine Gebetsanliegen sagen. Und dann sagte ich, waren lauter so liebe ältere Schwestern, die treu gebetet haben. Und ich sagte zu ihnen, ich habe das Gefühl, ich habe es nicht mehr im Griff. Und dann rief eine von hinten raus, endlich! Aber die kannte mich und ich kannte sie. Sie durfte das sagen. Ich wusste, wie sie es meint. Es war ja wichtig, dass man ein bisschen noch ans Ende der eigenen Kräfte kommt, um man zu beginnen, sich auf Jesus zu verlassen und auch besser auf ihn zu hören. Nun ja, das lernt man nicht auf einen Tag und als ich dann ungefähr 40 Jahre alt war, bin ich in einen schweren Erschöpfungszustand hineingeraten. Ich weiß noch, ich habe morgens meinen PC eingeschaltet, um E-Mails zu checken und nur die Vorstellung, ich müsse jetzt eine E-Mail lesen und ist sie noch so bagatellhaft, hat mir Angst gemacht. Und da wusste ich, jetzt ist was nicht mehr gut. Ich hatte schon sehr schwere Schlafstörungen gehabt über einige Monate. Ich habe den PC ausgeschaltet, bin zum Doktor und der hat gleich zu mir gesagt, Herr Happle, nach allem, was Sie mir schildern, ich muss Ihnen nichts erklären, Sie wissen genau, was los ist. Hat mich aus dem Verkehr gezogen. Und das war sicherlich eine neue Erfahrung für mich, so völlig ausgenockt zu sein. Und nur die Vorstellung an meinen Dienst hat mich niedergedrückt, weil ich überhaupt keine Energie hatte dafür. Ich war dann etwa 2,5 Monate, denke ich, ganz weg, bin dann so langsam wieder reingekommen, habe eine Reha bekommen und musste eben und durfte lernen, mit mir ein bisschen vernünftiger umzugehen, aber Jesus auch viel realistischer zu erleben, mich mehr auf ihn zu verlassen, besser auf ihn zu hören, was will er und was will er nicht, auch auf Signale zu achten meines Körpers und auch meiner Psyche.
Ähm, Einige Jahre später, ich denke, es war 10, 12 Jahre später, vielleicht noch ein bisschen mehr, gab es nochmal einen Rückschlag, der mich noch ein bisschen länger außer Gefecht gesetzt hat. Aber weil ich das jetzt schon kannte, konnte ich damit umgehen und war nicht hoffnungslos. Und ein Arzt hat damals zu mir gesagt, wenn Sie hier durch sind, werden Sie effizienter sein wie vorher. Sie werden sich besser kennen, aber weil Sie besser auf sich achten, werden Sie in Ihrem Leben und Dienst effizienter sein als vorher. Und das hat sich bewahrheitet. Wow. Ich spüre manchmal gewisse Anzeichen. Wenn ich nicht zu dumm bin, dann höre ich auf sie und nehme Rücksicht und dann geht's auch. Aber im Wesentlichen kann ich das heute vermeiden und kann einen sehr umfangreichen Dienst tun. Und bis jetzt, dem Herrn sei Dank, hat die körperliche und auch die psychische Kraft das noch hergegeben. Mhm. Wie hat deine Frau das so mitgemacht oder verarbeitet oder so, das von der Seite zu sehen? Meine Frau, Gott wusste ja, wen er an meine Seite stellen musste. Ich bin ein äußerst emotionaler Typ, der ebenso seine Schwankungen hat, einfach von der Mentalität her. Und meine Frau ist die Ausgeglichenheit in Person. Meine Frau kennt kaum Höhen und Tiefen. Ich sage immer, ich verstehe nicht immer so sein kann wie du, aber sie sagt manchmal, sei doch froh, du weißt immer, was dich zu Hause erwartet. Und das stimmt auch, ja. Und deswegen blieb sie der Ruhepol neben mir. Sie hat das nicht nervös gemacht. Sie konnte unsere Kinder beruhigen. Unsere Tochter hat sich ein bisschen Sorgen gemacht. Wird Papa wieder? Und sie konnte einfach sagen, ja, das wird. Und Gott hat das in der Hand und macht dir keine Sorgen. Und meine Frau war dann auch nicht so, die jeden Tag zu mir auf die Couch sich setzte, mir die Hand streichelte und fragte, wie war dein Tag? Sie hat mir einfach durch ganz einfache Dinge des Alltags mir ihre Liebe und Fürsorge gezeigt. Und das hat mir sehr gut getan. Und so ist sie bis heute mein Ruhepol. Und manchmal mahnt sie mich auch. Und nochmal, wenn ich klug bin, höre ich auch auf sie. Aber sie hat das nicht besonders beunruhigt, glaube ich. Das liegt so in ihrer Art, sich nicht so schnell aufzuregen. Ja, schön. Du hast auch schon erwähnt, dass es da manchmal sehr schwierige Seelsorgefälle gab. Und ja, ich frage mich so, wie geht man da so vor als Pastor, wenn jetzt so ein Ehepaar zum Beispiel kommt und wirklich so ein schwieriger Fall davor liegt? Was macht man? Ja, das kann man jetzt natürlich so in der Kürze nicht wirklich beantworten. Mir ist es sehr wichtig, bevor ich ein solches Gespräch beginne, sehr bewusst zu beten in der Anwesenheit der Personen, die mit mir sprechen wollen. Und mein Gebet ist fast immer genau das Gleiche, dass Gott dem anderen hilft, mir die Situation zu schildern, so dass ich es begreifen kann. Und dann bete ich, dass Gott durch seinen Heiligen Geist uns Rat gibt. Und darauf vertraue ich. Und dann bete ich und dann vertraue ich auch darauf, dass er das schenkt. Und ich muss dir sagen, fast in jedem Gespräch, das ich führe, sitze ich da und denke, keine Ahnung, was ich der Tina zum Beispiel jetzt sagen soll. Kein Plan. Ich bin sogar eher ein bisschen skeptisch, wenn ich während dem Zuhören denke, wenn sie nur mal aufhören würde zu erzählen, ich weiß schon, was ich sagen muss. Da bin ich eher ein bisschen selbstkritisch, ob ich gut genug zuhöre dem anderen, um wirklich das Problem zu erfassen. Und dann habe ich es ganz oft erlebt, in meiner Hilflosigkeit, in meiner Ratlosigkeit, dass Gott auf einmal einen Gedanken schenkt und den Blick gibt. Zum Beispiel neulich saß eine junge Frau, vielleicht ungefähr in deinem Alter, mir gegenüber. Ihre Mutter hatte die Familie verlassen, als sie, ich denke, so ungefähr 12 oder 14 Jahre alt war, also in einem Alter, wo ein Mädchen die Mutter doch noch so dringend braucht. Und sie schien das einigermaßen gut verarbeitet zu haben. Sie blieb bei ihrem Vater und dem Bruder zurück. Aber dann erzählte sie mir von Problemen in ihrem geistlichen Leben und dass sie überhaupt nichts für Jesus empfindet und dass sie das alles mit der Bibel nur ganz mechanisch macht und
Also die Familiengeschichte war gar kein Thema in dem Gespräch, das hatte ich mal so ein bisschen erfahren. Und sie erzählte einfach von dieser Empfindungslosigkeit Jesus gegenüber, dass das alles so mechanisch ist. Und da ging es mir wieder so, ich habe keine Ahnung, warum das so ist und wie ich ihr helfen kann. Ich wusste es nicht. Und dann erinnerte mich Gott an das, was ich gehört hatte und habe ein bisschen nachgefragt. Und dann habe ich gemerkt, sie hatte sich nie wirklich damit auseinandergesetzt. Und sie glaubte, das verarbeitet zu haben, aber das war nicht so. Und das hatte ein ganz tiefes Trauma eigentlich in ihr bewirkt und hat auch auf ihre Seele eine sehr destruktive Wirkung gehabt. Und das hatte sich auf ihren Glauben übertragen. Okay. Und es war auf einmal, die Mutter war ja so eine ganz wichtige Bezugsperson und jetzt steht da Jesus, der ja jetzt nicht die Mutter ist, aber wenn wir unseren Glauben ernst nehmen, die wichtigste Bezugsperson wird, für die wir ja auch Empfindungen haben wollen und von der wir glauben, das ist jemand, dem ich vertrauen kann. Und das hat hier sich getroffen. Und dann konnte ich ihr sagen, bei dir fehlt es nicht an Beziehung zu Jesus, du hast nicht zuerst ein geistliches Problem, sondern du hast in erster Linie ein eher mentales Problem, ein psychisches Problem oder wie man es jetzt benennen möchte. Ich glaube, du musst an die Geschichte noch mal ein bisschen ran, dass Jesus das heilen kann in dir. Und solche Begegnungen hatte ich viel, vielleicht auch aufgrund meiner eigenen Biografie, hatte ich immer wieder mit Menschen zu tun, die schlimme Dinge erlebt hatten und wo ich ein Mitgefühl haben konnte, aber auch Mut machen konnte. Jesus heilt. Sehr gut, schön. Dann vielleicht auch nochmal, wenn du Evangelisationen durchführst oder vielleicht auch solche Gespräche, vielleicht beides, aber spürst du auch dann so einen geistlichen Kampf, ganz besonders irgendwie? Hört man ja manchmal. Ist das bei dir auch so? Ich habe das manchmal gehört von anderen und nein, das kann ich nicht unbedingt so bestätigen für meine Person. Ich nehme das ernst, wenn ein anderer das so erlebt, selbstverständlich. Was ich vielleicht merke, und das merke ich bei Evangelisationen am allerstärksten, mit weitem Abstand am stärksten, da fühle ich mich am unfähigsten, da möchte ich am liebsten davonlaufen, ja, und da tue ich mir oft schwer. Besonders bevor es losgegangen ist, empfinde ich eine ganz große Unzulänglichkeit. Und das entmutigt mich dann auch. Dann jammer ich auch mal ein bisschen vor dem Herrn oder so, ja. Aber das darf man ja auch bei ihm. Aber irgendwann macht er mal deutlich, jetzt hör mal wieder auf zu jammern. Ist gut und jetzt geh mal weiter und vertraue mir. So, das ist vielleicht, was ich mit Evangelisationen besonders in Verbindung bringe. Und womit man als Evangelist wahrscheinlich immer ein bisschen zu tun hat, ist, ich nenne es mal so, der Erwartungsdruck. Ja, die Gemeinde hat sich vorbereitet und gearbeitet und eingeladen und gebetet. Und jetzt hat man natürlich die große Hoffnung, dass tatsächlich Menschen sich für Jesus öffnen. Natürlich, und das ist ja eine berechtigte Hoffnung. Wozu macht man das sonst? Und ob man will oder nicht, der Evangelist spürt den Druck, er müsse das bewerkstelligen. Ich sage das jetzt mal bewusst so ein bisschen platt. Niemand würde das so ausdrücken, ja. Und niemand denkt es auch wirklich, aber du stehst natürlich schon im Fokus, weil an so einem Abend hast du den größten Teil des Abends zu bestreiten. Du bringst Gottes Botschaft. Und da fühlt man einen Druck manchmal auf sich, den man immer wieder ablegen muss. Weil man sagen muss, ich kann nur eines, mich so gut vorzubereiten, wie ich es nur kann und dann mit Leidenschaft das weiterzugeben, was ich habe und mehr kann ich nicht tun. Der Rest macht Gott, ja. Genau. Was sind denn so die schönen oder schönsten Momente im Dienst? Also ich habe es für mich mal über die Jahre so formuliert, die größte Freude, die ich in meinem Dienst immer erlebt habe, ist, wenn genau das passiert, wenn ein Mensch sich Jesus anvertraut und wenn er das zum Beispiel durch die Taufe später bezeugt. Das gehört ja so thematisch ungefähr zusammen. Das ist die größte Freude, die ich im Dienst erlebt habe. Aber die größte Ehre,
die wir erlebt haben und die auch ich miterlebt habe, ist, wenn wir Missionare aussenden durften. Wenn Gott jemanden aus unserer Mitte genommen hat, um ihn in ein anderes Land zu senden, damit er dort das weitergibt, was er hier empfangen hat. So, das sind so, ich glaube, unbestritten die Highlights in meinem Dienst, die mich ganz besonders erfreuen. Und natürlich auch, wenn man zum Beispiel, wir haben jetzt gesprochen von seelsorgerlichen Gesprächen, wenn der Mensch hinausgeht und vielleicht an einem anderen Tag nochmal zurückkommt und sagt, du, das hat mir so geholfen, das hat mir so die Augen geöffnet, ich bin lastenlos geworden, ich habe eine andere Perspektive gewonnen, dann freut man sich natürlich für den Menschen und für die Ehre Gottes. Und dass man auch ein Werkzeug sein durfte, darüber darf man sich ja dann auch freuen. Ja, du hast gerade erwähnt, Mission ist irgendwie auch ein wichtiges Thema. Hast du oder ihr als Familie auch manchmal Gedanken gehabt, ins Ausland zu gehen? Nein, nicht konkret. Ich bin aufgewachsen in einer ganz kleinen Gemeinde, die aber sehr viele Missionare unterstützt hat. Da waren viele Missionare zu Besuch, haben berichtet. Und meine Oma, bei der ich ja die ersten Jahre verbrachte, hat jeden Morgen für Missionare gebetet. Und das habe ich jeden Morgen gehört. Immer die gleichen Namen, immer die gleiche Reihenfolge. Ich habe mal später gesagt, so wurde mir Weltmission ins Herz hineingebetet. Und seither ist das ein ganz wichtiges Thema für mich. Und dann natürlich habe ich diese 3-jährige Bibelschule gemacht, wo man ja auch natürlich mit der Frage durch diese 3 Jahre geht und was kommt danach. Ich hatte aber so die Vorstellung damals, vielleicht auch durch Missionsberichte, also so ein Missionar, der muss Häuser bauen können und Wasserleitungen verlegen und Autos reparieren. Und das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich habe nur kein Talent, vielleicht auch, weil ich ohne Vater aufgewachsen bin, hat es mir keiner beigebracht. Ich vermute aber auch, dass ich kein Talent habe und es interessiert mich nicht mal, es zu lernen. Und deswegen dachte ich, also ich werde nie in die Außenmission gehen, denn das muss man dann können und das kann ich nicht. Und da gab es mal einen Moment, da hat Gott sehr heilig zu mir gesprochen und mir deutlich gemacht, wer bist du, dass du mir, Gott, Grenzen setzt, was deine Berufung angeht. Da bin ich richtig erschrocken vor Gott und habe gesagt, okay Herr, dann sende mich, wohin du willst, nach Brasilien oder was weiß ich auch immer. Und dann hat Gott deutlich gemacht, so, da wollte ich dich haben, aber jetzt bleibst du hier. Und dann wusste ich, hier ist mein Platz, an dem ich diene, aber mit einer starken Betonung, Weltmissionen in der Gemeinde zu fördern. Und dadurch sind auch eine ganze Reihe von jungen Menschen dann in andere Länder gegangen. Und dafür schlägt bis heute mein Herz. Und was mir eine ganz große Freude war, vor etwa 3,5 Jahren hatte ich mit meinem Sohn, sind wir mal eine Pizza essen gegangen. Wir mussten auch mal was klären, so zwischen uns. Gott hat geholfen und das konnten wir alles gut aus der Welt schaffen. Nichts allzu Dramatisches, aber es musste auch mal geklärt werden. Und dann haben wir noch einen Spaziergang gemacht und gesagt, Papa, jetzt muss ich dir was ganz anderes noch sagen. Wir beschäftigen uns damit, in die Mission zu gehen. Und meine Frau und ich haben später gesagt, also wenn wir das von jemandem gedacht hätten, ja vielleicht, aber nicht von unserem Sohn und unserer Schwiegertochter. Wir konnten uns das früher nicht vorstellen. Aber wir hatten mitbekommen, wie Gott an ihren Herzen gearbeitet hat, wie sich ganz wichtige Dinge in ihrer Einstellung verändert haben. Und jetzt war der Punkt da und er hat mir das unterbreitet und ich habe solch eine Freude gehabt, weil wir haben sie erzogen, um dem Herrn zu dienen. Und dass sie jetzt seit 2,5 Jahren in Paraguay, in Südamerika, in einem Missionswerk mitarbeiten, ist für uns die ganz große Freude. Und insofern sagen wir sind nicht gegangen, aber jetzt ist der Sohn mit seiner Familie dort. Wir wissen nicht, wie lange, ob für immer oder ob das in 2 Jahren endet, das werden wir sehen. Aber das ist für uns eine ganz große Freude und deswegen, natürlich, man vermisst sie, das ist ja auch verständlich. Aber es ist für uns keine Last, sondern viel größer ist die Freude, dass sie dort Jesus dienen und so glücklich und erfüllt zu sein scheinen. Sehr schön. Wer weiß, wer das auch heute hört und vielleicht so eine Schwere hat, aber du gibst Mut auf jeden Fall, dass man die Kinder ziehen lässt, weil das die Sache des Herrn ist. Schön. Absolut, ja. Ja.
Dann, wenn du predigst, Themenvorträge hältst, was auch immer, gibt es da so ein Thema oder ein Predigtext oder irgendwas, worüber du am liebsten predigst? Oder deine Lieblingspredigt, irgendwie so? Ja. Ja, ich habe gerade jetzt dieser Tage musste ich ein Thema abgeben für eine Bibelwoche, die ich in unserem Freizeitheim in der Schweiz halte, und ich habe ihr den Titel gegeben: Jesus ist mehr als genug. Und ich glaube, das ist so das, was ich am liebsten tue, immer wieder zu zeigen: Jesus ist mehr als genug. Er ist die Antwort auf unsere Fragen. Er ist mehr als genug, wenn wir in Not sind, wenn wir schuldig geworden sind, wenn wir vor unüberwindbaren Schwierigkeiten stehen, wenn wir in Enttäuschungen leben, wenn wir eine schwierige Biografie hatten oder was auch immer. Einfach immer wieder zu zeigen, in Jesus ist die Antwort. Als junge Männer hatten wir so eine kleine Combo gehabt. Wir haben Gitarren und Banjo und Mandoline gespielt und gesungen und sind auch auf die Straße damit. Und da war ein Lied, das hieß im Refrain immer: Jesus ist die Antwort, die du dir ersehnst. Und ich glaube, das drückt so ein bisschen aus. Also wenn ich Jesus predigen kann und ihn möglichst konkret in das Leben hinein übertragen kann meiner Zuhörer, das ist meine allergrößte Freude. Ich glaube, so könnte man es bezeichnen. Wunderbar, sehr schön zu hören. Was hast du dann gespielt oder gesungen in der Band? Ich habe Gitarre gespielt und bin als Solist, als Sänger, als Solist aufgetreten. Ja. Cool. Ja, in welcher Heimatgemeinde bist du, beziehungsweise ist das noch immer Stuttgart, wie du auch schon berichtet hast? Und wenn ja, wie hältst du so die Balance zwischen Reisedienst, Gemeindearbeit? Also ich stelle mir das ein bisschen herausfordernd vor. Ja, ich meine, tatsächlich, wir sind immer noch in der Gemeinde in Stuttgart. Wir sind eine kleine Stadt unmittelbar neben Stuttgart gezogen. Und wir sind immer noch Gemeindemitglieder dort. Ich kümmere mich immer noch um unsere Missionare und ich predige auch ab und zu mal dort. Aber ich bin nur noch einen Sonntag im Monat tatsächlich vor Ort. Aber unsere Gemeinde hat viele Hauskreise und ich bin in einem Hauskreis auch mit dabei, einfach als Teilnehmer. Und den besuche ich halt, wenn ich zu Hause bin. Das ist dann auch oft nicht mehr als einmal im Monat. Mir war es aber wichtig, schon in den Jahren zuvor, als ich noch Pastor war ich auch schon viel unterwegs. Aber da hatte ich die Grenze, 2-mal im Monat in der eigenen Gemeinde zu sein. Sonst kann man nicht mehr als Ältester dienen. Ja. Man verliert ja irgendwo den Bezug und den Kontakt, kriegt vieles nicht mit. Und ja, so bin ich jetzt einmal im Monat da und jetzt sage ich mal, ich bin es so gewohnt und die Brüder wissen das auch und unterstützen den Dienst auch voll auf. Also da macht mir keiner ein schlechtes Gewissen. Also meine Frau ist ja noch da, durch sie kriege ich ja dann auch vieles mit. Meine Frau ist auch noch in der Gemeinde angestellt mit einer Teilzeittätigkeit für den Dienst an Frauen. Gerade in diesen Stunden macht sie sich auf, um in eine andere Gemeinde zu fahren und dort bei einem Frauenfrühstück den Bibelvortrag zu halten. Aber durch sie bekomme ich ja dann viel mit und weil sie angestellte Mitarbeiterin ist, ist sie ja so ein bisschen mittendrin und dann bleibe ich so auf dem Laufenden. Und wir haben auch so ein kleines Gebetsblatt von unserer Gemeinde, das wird monatlich erneuert. Wenn man da liest, dann kriegt man auch nochmal vieles mit, was gerade so geht. Und ja, und natürlich, indem man für die Gemeinde betet, dann bleibt man immer auch ein Stück dabei. Da ist mein Schwerpunkt die Gemeindeleitung, für die ich vor allen Dingen immer wieder bete. Und insofern, aber natürlich jetzt dadurch, dass man viel weg ist und auch die Verantwortung bewusst abgegeben hat, löst man sich in einer hoffentlich gesunden Weise. Aber es ist immer noch meine Gemeinde. Ja. Hat sich das irgendwann dann so ergeben, dass du die Leitung abgegeben hast? Oder war das so ganz bewusst, okay, zum Beispiel ab einem bestimmten Alter oder wie bist du da vorgegangen? Nun ja, ich habe mit wahrscheinlich 56, 58 Jahren angefangen nachzudenken, wie wird das sein, wenn ich die Verantwortung mal abgebe. Einmal in der Gemeinde, aber auch für unser Gemeindenetzwerk, da hatte ich ja auch eine Verantwortung. Und das habe ich über Jahre, so sind die Gedanken gereift in mir, viel gebetet, nachgedacht, gute Bücher dazu gelesen, vor allen Dingen die Bibel studiert, mich beraten mit anderen.
um das sehr bewusst und geplant auch zu machen, soweit ein Mensch das kann. Und jetzt war gerade auch diese Frage angestanden, ja, ich möchte eigentlich mehr raus, aber soll ich nicht warten, bis ich ganz offiziell in Rente gehe, also tatsächlich mal das Geld aus Berlin dann kommt, ja. Und mit dieser Frage habe ich mich beschäftigt, weil ich auch einen Zug hatte, mehr Freiraum zu haben für den Verkündigungsdienst an anderen Orten. Und dann war ich auf einem Treffen, das für Gemeindeleiter und ähnliche Mitarbeiter gestaltet war. Und da hat ein Bruder gesprochen, der keine Ahnung hatte, was mich beschäftigt. Und der hat 2 Bibelverse in seiner Bibelarbeit vorgelesen. Und da ging es jeweils um Jesus, der ja auch umhergezogen ist in Israel. Und da waren Stellen, da sagten sie zum Beispiel zu Jesus, als er sich zum Gebet zurückgezogen hatte, jedermann sucht dich. Also sie wollen mehr hören, mehr Wunder sehen. Und er hat gesagt, lasst uns in die nächsten Städte gehen, ich muss auch dort predigen. Und da gab es so 2 ähnliche Stellen, die hat er beide vorgelesen. Und jetzt bitte nicht verwechseln, ich bin nicht Jesus und ich sehe mich nicht in dieser Liga. Aber dieser Gedanke, ich muss auch in anderen Städten das Wort Gottes verkündigen. Und die Leute sagen, ja bleib doch, das hat man vielleicht nicht jeder in der Gemeinde. Vielleicht war auch mancher froh nach 37 Jahren, dass der auch mal geht. Aber ich denke, viele haben auch signalisiert, Mann, willst du wirklich? Und das wollen wir aber nicht und so. Und da wusste ich, genau in dieser Stunde, als dieser Bruder diese beiden Bibeltexte vorlas, da wusste ich, es ist meine Marschroute. Und dann bin ich zu unserer Gemeindeleitung und habe ihnen das unterbreitet. Und dann haben wir es dann auch so, nicht Knall auf Fall, aber sehr zügig in Angriff genommen. Und dann bin ich mit 63 Jahren, da war ich ja noch nicht Rentner, habe ich diese Verantwortung niedergelegt und ich habe es nie bereut. Ich weiß, es war richtig so. Genau, der perfekte Zeitpunkt dann. Genau. Vorbereitet. Ja, du hast erzählt, dass du immer wieder unterwegs bist und dann, wie schwer das dann teilweise mit der Gemeinde war, aber ist ja auch für eine Ehe, sage ich mal, nicht so leicht, wenn man immer wieder weg ist. Wie pflegt ihr da eure Beziehung dann? Auch da kommt das Naturell meiner Frau uns unwahrscheinlich zu Hilfe. Ihre Gleichmäßigkeit. Sie hat noch nie gesagt, was gehst du schon wieder, sondern sie fragt immer, wann fährt dein Zug nochmal und wann kommst du wieder an? Und meine Frau ist eine ausgesprochen selbstständige Person, die ihre Aufgaben hat. Dazu ist sie eher so von ihrer Grundveranlagung eher der introvertierte Mensch, der auch gut mal mit sich ganz alleine klarkommt, das vielleicht sogar manchmal ein bisschen braucht, auch mal ganz alleine sein zu dürfen. Und das kommt uns unglaublich zugute. Also für meine Frau ist das null Problem. Für mich eher. Mir fällt es eher schwer. Ich habe sogar den Eindruck, immer ein bisschen schwerer fällt es mir, mich zu verabschieden. Und bei manchen Diensten fange ich schon an, die Tage, manchmal die Stunden zu zählen, bis ich wieder heim kann. Aber wir sprechen jeden Tag miteinander. Heute hat man ja eine tolle Videotelefonie, ja, dann können wir miteinander sprechen. Und inzwischen hat sich meine Frau auch an Videotelefonie gewöhnt. Sie mochte das überhaupt nicht. Sagte, das sieht man immer so komisch aus auf diesen Bildern und so. Ich sag, du, für mich siehst du immer gleich schön aus. Oh. Ja. Und dann können wir jeden Tag reden und wenn es irgend möglich ist, sage ich ihr jeden Abend noch gute Nacht. Und das hilft uns so. Wenn es auch nur, manchmal sind es nur Gespräche, die weniger als 2 Minuten dauern. Wenn alles klar ist, sagt sie, ja, nichts Neues, also machen wir wieder weiter. Und dann sind wir beide so nüchtern und wir genießen dann natürlich schon die Zeit, auch wenn es oft nur ganz kurze Zeiten sind, wo wir einen freien Tag haben, mal einen gemeinsamen Ausflug machen oder mal uns hinsetzen, ein Spiel zusammen machen oder so, ja. Und also ich glaube, wir kommen sehr gut zurecht. Ja, schön. Fahrt ihr auch mal zusammen im Urlaub oder hat ein Evangelist keinen Urlaub? Doch. Wir haben unseren Urlaub sogar immer sehr bewusst gepflegt und ihn sogar verlängert. Also wir haben zwar nur eine gewisse Anzahl an Wochen Urlaub im Jahr, aber mein Haupturlaub wurde immer länger. Der ist inzwischen 4 Wochen, sodass ich 4 Wochen richtig rausgehe.
Und das habe ich gemerkt, tut mir einfach zur Erholung gut, weil ich ein sehr intensiver Mensch bin. Ich arbeite sehr intensiv und dann muss ich auch, wie ich sage immer, intensiv frei machen. Und da brauche ich einfach eine gewisse Zeit. Und wir haben in den letzten, lass mal überlegen, 10 bis 12 Jahren den Urlaub immer in der Nähe unserer Tochter verbracht. Sie lebte bis vor kurzem in Oberbayern. Da haben wir uns eine Ferienwohnung gemietet in ihrer Nähe, einfach um sie öfter sehen zu können. Bis vor 2 Jahren habe ich dann trotzdem jeden Sonntag in irgendeiner Gemeinde dort gepredigt. Inzwischen habe ich es geschafft, das auch mal sein zu lassen. Früher habe ich immer gesagt, das muss ich tun, dass ich nicht aus der Übung komme. Ja. Und diese Urlaubstage, die sind schön und die kompensieren dann natürlich auch, sag mal, die vielen, vielen Tage, an denen ich nicht zu Hause bin, dass wir auch mal einige Wochen am Stück haben, wo wir uns nicht verabschieden müssen. So, ja, und das pflegen wir und ist auch ein wichtiger Bestandteil. Ist sogar das Erste, was ich plane in einem Jahr. Denn wenn ich erst alle Dienstanfragen beantworte, dann ist da kein Platz mehr. Ja. Und deswegen mache ich den Urlaub nicht zuerst, weil ich sage, das Allerwichtigste bin ich, sondern weil es auch wichtig ist, zu ruhen. Auch Jesus hat das uns gelehrt. Und das Alte Testament lehrt Urlaub machen. Und so glaube ich, ist es richtig so, ja. Ja, sehr gut. Ja, dann möchte ich so zum Ende hin nochmal auf Evangelium für alle heißt das Netzwerk, richtig? Auf dieses Netzwerk zu sprechen kommen. Und zwar, du hast schon erzählt, das sind so Gemeinden, die zusammenarbeiten, aber selbstständig sind. Was genau ist das Ziel, die Vision mit diesem Netzwerk? Das Netzwerk wird in 2 Jahren 50 Jahre alt. Da waren so die ersten Anfänge und das Hauptanliegen damals war Evangelisation und Gemeindegründung in vornehmlich katholisch dominierten Regionen im deutschsprachigen Europa. Okay. Also es gab ein Schwesterwerk in Frankreich, aber wir auf der deutschen Seite, wir haben tatsächlich nur in den deutschsprachigen Ländern gearbeitet. Da Schwerpunkt Österreich und Bayern. So, das war die Intention, das Ganze zu starten. Das waren manchmal nur kleine Bibelkreise, ganz junge Gemeinden, die dadurch auch motiviert wurden, auch für ihre Orte sowas zu tun. Und mit der Zeit ist das gewachsen und wir haben jetzt gerade gemerkt, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Es ist mehr so eine Versorgung von Gemeinden geworden, ein Netzwerk, um die Mitarbeiter zu schulen, um Freizeiten miteinander zu machen. Wir haben ein christliches Gästehaus in der Schweiz, das ich verantworte, wo wir Freizeiten durchführen, dass sich unsere Aktivitäten mehr darum drehen und nicht mehr so stark um Evangelisation und Gemeindegründung. Das wurde uns auch bewusst und da wollen wir auch versuchen, gegenzusteuern. Aber so ist jetzt mal im Augenblick der Status quo. Die Mehrzahl der Gemeinden hat keinen angestellten Mitarbeiter, sodass wir diese Gemeinden vorzugsweise auch immer wieder ein wenig unterstützen während Gemeindefreizeiten durch Predigtdienste oder Evangelisationswochen durch Beratung und solche Aufgaben. So, das versuchen wir zu tun. Die Gemeinden bleiben dabei eigenständig. Sie haben ihre Ältestenschaft, die verantworten die Gemeindearbeit vor Ort. Aber wir haben würde ich schon sagen, eine sehr vertraute Beziehung und wir geben auch ein bisschen aufeinander Acht. Wir unterstützen, wenn es mal Probleme gibt. Und wir sind auch so frei und können einander auch mal mahnen, wenn wir den Eindruck haben, ich weiß nicht, ob er das gerade so gut macht. Nicht, weil man hineinreden darf, sondern weil man eine Beziehung hat. Und das ist eigentlich so sehr, sehr schön. So wollten es unsere Väter und in diesem Sinne führen wir das auch weiter. Das ist, was Evangelium für alle ausmacht, auch um im Gewirr der vielen theologischen Meinungen von heute eine klare Richtung zu behalten, in Einmütigkeit, ohne uniform zu werden. Ja, das finde ich auch sehr bemerkenswert, dass ihr selber gemerkt habt, okay, wir müssen doch ein bisschen mehr Richtung Mission gehen. Wie sah das denn damals oder wohin wollt ihr kommen, so ganz konkret aus? Seid ihr losgegangen auf die Straße oder wie? Wir haben natürlich einmal Gruppen vor Ort ermutigt, in ihrem Ort auch rauszugehen mit Büchertischen, Infoständen oder wenn sie eine schöne Musikgruppe hatten, auf die Straße zu gehen, Musik zu machen, Menschen anzusprechen. Begonnen hat eigentlich diese Arbeit damit, dass
ein Lehrer in der Stadt Regensburg, der auch Religion unterrichtete, mit seinen Schülern immer wieder aufs Evangelium zu sprechen kam. Und er sagte, in dieser katholischen Stadt, wo es ganz wenig biblisches Zeugnis in unserem Sinne gibt, da müsste was getan werden. Und da war ein junger Mann, der hatte gerade seine Bibelschule absolviert und fragte sich, wie es weitergeht. Um es kurz zu machen, der wurde als erster Mitarbeiter nach Regensburg gesandt. Und dafür hat man das Netzwerk formal gegründet, weil man einen Anstellungsträger brauchte für ihn. Und er hat dort einen Buchladen eröffnet als Kontaktstelle. Und der Lehrer hat dann seine Schüler in den Buchladen geschickt und gesagt, da ist einer, mit dem könnt ihr reden. Dann begann ein Bibelkreis mit Schülern. Und langsam ist daraus eine evangelistische Arbeit und mit der Zeit eine Gemeinde geworden, die jetzt gerade ihre 3. Tochtergemeinde gegründet hat. Also ich freue mich, der damals als junger Mann ging, ist einer meiner allerengsten Freunde. Er ist längst in Rente, aber ich freue mich immer noch riesig, dass seine Arbeit solche langfristigen Früchte getragen hat. Ja. Und so haben wir es öfter erlebt, dass eine manchmal ganz kleine und sehr schwache Gruppe an einem Ort war, die sagt, hier muss etwas geschehen fürs Evangelium. Und die damals Verantwortlichen dachten, wir glauben, das ist ein Ruf Gottes und haben einen jungen Mann oder ein junges Ehepaar einfach dahin geschickt, sie finanziert. Und sie haben angefangen, das Evangelium zu verbreiten. Und in den ersten Jahren ging das oft über Buchläden als etwas neutrale Kontaktstelle. Und heute versuchen wir eher Gemeinden zu ermutigen, gerade auch unsere Gemeinde in Stuttgart beschäftigt sich aktuell damit, eine 2. Tochtergemeinde zu gründen, weil die Geschwister aus einem gewissen Umkreis daherkommen, damit sie dort effektiver evangelisieren können, wo sie eigentlich leben. Und ganz spannend, gerade diese Gemeinde in Regensburg hat in den letzten, wie lange ist es her, 3 oder 4 Jahren, etwa 60 Kilometer entfernt ein neues Projekt gestartet, aber auf ganz andere Weise, wie wir es gewohnt waren. Es waren 2 oder 3 Ehepaare und vielleicht noch 1, 2 Einzelpersonen, die sind einfach in diese Stadt gezogen, haben sich eine Arbeit gesucht, haben sich eine Wohnung gesucht und haben angefangen, in ihrer Nachbarschaft zu evangelisieren. Ganz tolle Sache. Und da haben sich Menschen geöffnet, sie haben andere kennengelernt, die schon mit dem Glauben in Berührung waren, aber noch keine Beziehung zu Jesus hatten. Und jetzt ist eine kleine Gemeinde entstanden, die ersten Taufen haben stattgefunden, ich glaube, die erste Hochzeit haben sie schon gefeiert. Und so kann es mal auch ganz anders gehen, als wir es gewohnt waren, so von unserer Vorgehensweise. Und das würden wir uns wünschen, dass dazu noch mehr Leute Mut hätten. Ich habe so gedacht, wenn ich hier in Detmold bin, an jeder Ecke hast du beinahe eine Gemeinde hier, übertrieben gesagt, und ihr seid nicht die einzige Stadt. Ich würde mir so wünschen, dass mal 50 Leute aus der Region sagen, was die konnten, können wir auch. Wir ziehen mal nach Bayern in eine Stadt, jetzt auch nicht blindlings, suchen dann eine Arbeit und suchen eine Wohnung und wollen das weitergeben, was Jesus uns anvertraut hat. Das wäre super. Oh ja, genial, auch die Geschichte zu hören von deinem Freund. Wow, ja, wie Gott das gebraucht und einfach Menschen zu Christus kommen. Ich finde, manchmal hat man auch heute so den Eindruck, es gibt gar nicht mehr so viele Menschen, die suchend sind, aber ich denke, das täuscht. Wie ist dein Eindruck dort? Natürlich wird es immer Menschen geben, die sich Fragen übers Leben stellen, die sehr kritisch in die Zukunft schauen. Das ist ja bei uns gerade so. Unsere Evangelisationsreihen, die wir dieses Jahr durchführen, tragen deswegen auch den Titel Unsicherheit, weil es das aktuelle Lebensgefühl vieler Menschen auch beschreibt. Ja. Aber die Menschen sind so durch den Individualismus und den Relativismus geprägt, dass du immer mehr fühlst, toll, ich bewundere dich für deinen Glauben. Aber weißt du, es ist halt für dich, aber für mich ist das halt nichts. Ja. So, da lässt man alles stehen, diese Unverbindlichkeit, dass Gott kein Faktor mehr ist, ja, in unserem Land. Das ist natürlich schon zum Greifen. Ich glaube, wir haben einen deutlichen geistlichen Niedergang. Man kann das nicht vergleichen mit den ersten 15 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg oder wie wir es auch in unserer jungen Arbeit gesehen haben, in der
den 70er, 80er bis Mitte der 90er Jahre, dass ganz viele neue Gemeinden entstanden sind, aus Menschen, die, wie man sagt, aus der Welt heraus sich bekehrt haben. Das finden wir in dieser Fülle heute nicht mehr. Natürlich kann es auch daran liegen, dass die Gemeinden zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind und diesen Drive nicht mehr so haben, ja, diese Leidenschaft für Evangelisation. Aber da das alle Evangelisten berichten, ja, dass die Zahl derer, die zu Evangelisationen kommen, dass die Zahl derer, die wirklich sich bekehren, doch kontinuierlich eher abnimmt, mit kleinen Ausschlägen vielleicht. Das ist ein Faktor, den müssen wir zur Kenntnis nehmen. Aber Jesus hat gesagt, handel, bis ich wiederkomme. Und deswegen gehe ich davon aus, solange sollen wir das Evangelium predigen. Und meine große Hoffnung ist natürlich, dass auch immer wieder Menschen Jesus erleben. Ja, absolut. Das wünschen wir auch. Und leider kommen wir schon zum Ende. Also es war richtig spannend. Ich glaube, du hättest auch noch viel mehr zu berichten. Aber ich würde doch zum Abschluss jetzt mal nach einem Ratschlag fragen. Das handhaben wir hier meistens so bei Deep Talk. Also was würdest du vielleicht gerade der jungen Generation noch mal so richtig mit auf den Weg geben? Also ich schaue euch mal jetzt ganz direkt an. Die Tina habe ich jetzt schon lange anschauen dürfen. Jetzt schaue ich euch mal direkt an. Ich möchte 2 Dinge sagen. Erstens, gebt euer Leben Jesus ganz radikal, ohne etwas zurückzuhalten. Gebt euch ihm hin, wagt Schritte im Glauben und seid einfach ein bisschen radical in eurer Nachfolge. Aber lasst euch auch noch ein bisschen was sagen. Der zweite Ratschlag: Solltest du noch nicht verheiratet sein, würde ich dir den Rat geben, lass deine Gedanken nicht um einen künftigen Ehepartner kreisen, sondern um die eine Frage: Herr Jesus, was hast du mit meinem Leben vor? Wie willst du mich in meinem Leben gebrauchen? Das sollte deine wichtigste Frage sein. Und ich bin ganz sicher, wenn er will, dass du heiratest, dann wird zu diesem Ruf auch die passende Person kommen, Ehefrau oder Ehemann. Das durfte ich ja auch wie viele andere erleben. Und vielleicht ist das eine schreckliche Vorstellung für dich. Sollte Gott aber den Weg für dich haben, dass du unverheiratet bleibst, dann vertraue, dein Leben wird sehr erfüllt sein und du wirst Jesus dienen. Und das ist viel, viel gewinnbringender, als einfach so den Standard zu verwirklichen, nach dem dich vielleicht so verlangt. Und diese Herausforderung, die formuliere ich einfach mal so. Und ja, schaut mal, was er draus macht. Genial. Vielen Dank, Michael. Danke, dass du hier warst und berichtet hast. Gerne. Und auch für diesen Ratschlag freue ich mich sehr drüber. Und ihr lieben Zuhörer, sehr schön, dass du auch heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen. Ich hoffe, dass du dir das zu Herzen nimmst, gerade was Michael jetzt zum Schluss auch gesagt hat. Ich will es nur noch mal unterstreichen. Und ja, in diesem Sinne, dir noch eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühl dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr drüber freuen. Wenn du heute zum ersten Mal dabei warst oder eine Sendung verpasst hast, kannst du alle vorherigen Sendungen auf Spotify oder auf Soundcloud finden. Mehr Infos über Deep Talk oder Segenswelle allgemein findest du auf www.segenswelle.de oder auf unserem Instagram-Feed, auch unter Segenswelle zu finden. Falls du Fragen und Anregungen, zum Beispiel Themenvorschläge hast, schreib uns gerne. Wir wünschen dir noch eine gesegnete Woche mit den Worten aus Kolosser 3, Vers 17. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn.